und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Wie ihr seht, ist der Webstuhl bereit für ein neues Bild. Und diesmal sollen es diese Steine am Bach werden. Damit ich aber diesen Entwurf dann weben kann, muss ich eine Vorlage machen. Normalerweise sehen die ja bei mir so aus. Sehr bunt mit kontrastreichen Farben, damit ich sie gut hinter der Kette sehen kann, diese Farben, und das Bild danach abweben kann. Bei diesem Bild hier war mir aber klar, dass das schwierig wird, weil das sehr viele verschiedene Farben sind und ich nicht so viele verschiedene Farbstifte habe, die sich so gut unterscheiden voneinander, dass ich das dann sehen kann. Deswegen greife ich heute mal auf eine andere Technik zurück, die viele benutzen, die ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Und ich zeige euch mal, wie ich das diesmal mache. Der Anfang startet wie immer. An einem Lichttisch übertrage ich den Entwurf in die Vorlage, indem ich die Umrisse abzeichne. Dazu benutze ich einen sehr dünnen Filzstift mit der Stärke 0,05. Weil ich die Vorlage später vergrößere, wäre ein dickerer Stift hier viel zu grob. Und so wird dann alles so genau wie möglich abgezeichnet. Und so sieht es dann aus. In einer Druckerei lasse ich es dann vergrößern auf die Originalgröße von der Vorlage. Und nun startet das, was für mich neu ist. Statt Farben verwende ich jetzt Zahlen. Wie gesagt, machen das viele, aber ich habe das bisher noch nicht ausprobiert und bin sehr gespannt, ob ich damit zurechtkomme. Es war aber nötig, weil ihr seht, hier meine letzte Farbe ist die Nummer 133. Also schon ganz schön viel. In größere Flächen schreibe ich das dann öfters rein. Für mich ist das neu, ich weiß noch nicht, wie ich damit klarkomme. Ob ich jetzt hier zu viel reinschreibe, zu wenig. Ich sehe ja beim Weben immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt vom Bild und möchte, dass ich immer dann sehen kann, mit welchen Farben ich gerade weben muss. Den Webstuhl habe ich schon so weit vorbereitet, dass die Kette schon am Verlängerungsstab angebunden ist. Und zuerst müssen die Lücken in der Kette geschlossen werden, die dadurch entstehen, dass die Kette bündelweise angebunden wird. Dadurch, dass man einfach ein Stück webt, werden die Kettfäden immer mehr parallel, bis man keine Lücken mehr sieht. Dazu benutze ich einfach Reste vom vorherigen Bild und webe vorsichtig an und webe dann so weit, bis ich mit dem Endergebnis zufrieden bin. Also bis die Kettfäden parallel sind. Nachdem das dann geschafft ist, kann die erste Farbe ausprobiert werden, nämlich der Grundschuss. Diese Farbe hier. Das ist dann die Farbe, die über die ganze Breite gewebt wird und die ich in meiner Vorlage immer schwarz einzeichne. Davon werden dann auch ein paar Schuss gewebt, damit ich sehen kann, wie die Farbe als fertiges Gewebe aussieht. Und dann vergleiche ich sie mit dem Entwurf. Ich hoffe, ihr könnt sehen, um welche Farbe es im Entwurf geht. Hier habe ich einen kleinen Pfeil, damit ihr das erkennen könnt, mehr oder weniger gut. Diesmal bin ich immerhin schon mit dem ersten Versuch zufrieden. Hier seht ihr jetzt die noch fast leere, ziemlich riesige Farbkarte, aber das ist der Grundschuss, der jetzt schon aufgeklebt ist.
Um diese große leere Farbkarte jetzt zu füllen, habe ich als Werkzeug die Vorlage mit den Zahlen drin, den Originalentwurf mit den richtigen Farben und alle meine Garne, die ich in der Werkstatt habe, die jetzt gemischt werden müssen. So, das neue Bild ist jetzt gestartet. Ich habe angefangen, die Farben auszumustern, aber bei 133 werde ich da eine ganz schöne Weile brauchen. Ich würde mich freuen über Kommentare dazu, was ihr gerne noch sehen wollt von meiner Werkstatt. Was interessiert euch besonders? Dann mache ich euch gerne ein Video dazu. Mit einem Daumen hoch würdet ihr mir sehr helfen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Video. Tschüss!